Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Wo und wie kauft man Gold und Silber am günstigsten? Disclaimer: Edelmetalle und Technologie, Metalle günstig kaufen und steuerfrei und bankenunabhängig in der Schweiz und in Deutschland lagen. Das ist die Kompetenz der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, über die ich heute sprechen will. Ja, Kauf von Gold und Silber über die Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ähm, Die haben sich spezialisiert auf die Einlagerung von Gold und Silber und anderen Industriemetallen in der Schweiz und in Deutschland. Ja, einige Sachen, die wir hier beleuchten wollen. Also einiges grundsätzliche, einige geldliche Vorteile, ein Info zur bankenunabhängigen Lagen in der Schweiz, einige Aussagen zur rechtlichen Situation, volle Flexibilität, einige Aussagen dazu, Kunde werden, mehr Informationen und ein Blick auf ein Beispielskonto. Ja, die Einkaufsgesellschaft für Sachwerte, ein Kurzporträt, ich lese das mal vor. Seit dem Jahr 2005 handeln wir steuerfrei die Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und lagern diese bankenunabhängig in unserem Schweizer Hochsicherheitslager für sie ein. Unser Partner ist die Umicore AG in Hanau. In 2019 kamen die Technologiemetalle Indium, Gallium, Germanium, Rhenium sowie die seltenen Erden Neodym, Dysprosium, Europum, Terbium und Yttrium hinzu, die wir in einem deutschen Hochsicherheitslager ebenfalls steuerfrei und bankunabhängig für sie lagern. Unser Partner ist hierbei die Tradium GmbH Frankfurt, einer der größten Händler im Bereich Technologiemetalle. Ja, einige geldliche Vorteile, dass Sie auch auf der Webseite finden, was ich Ihnen nachher auch unten in der Beschreibezeile im YouTube-Video verlinke. Ja, es sind einfach günstige und stabile Konditionen für Ihre Metalle. Es ist so, die Ankaufspreise der Lieferanten der EKG bekommen Sie, werden quasi ohne Aufschlag an die Kunden weitergegeben. Also Sie genießen Großhandelskonditionen. Also wenn man das beispielsweise vergleicht mit vielen Edelmetallhändlern, die teilweise, wenn man Silbermünzen kaufen will, bis zu 40% Aufschlag haben. Also da können Sie fast eine halbe Unze mehr bekommen. Ja, also keine Mehrwertsteuer auf Silber, Platin, Palladium oder Technologiemetalle. Steuerfreie Gewinne sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei halt. Niedrige Lager- und Verwaltungsgebühren bei Edelmetallen, Kauf großer Barren mit niedrigem Aufgeld. Also beispielsweise im Falle von 15 Kilogramm können eben besonders gute Preise gemacht werden. Keinerlei versteckte Kosten, zum Beispiel ja, weitere Vertriebspositionen, Performancekosten, keine Mindestanlagesumme oder Sparrate bei Sparplänen. Also es gibt andere Unternehmen, die Edelmetall einlagern und die haben teilweise, sagen dann, erst ab 4.000 Franken oder 4.000 Euro können sie bei uns teilnehmen. Hier geht das auch ab niedrigen Summen, niedrige Handelsspannen. Weiterhin gibt es auch noch ein Bonusprogramm. Bankenunabhängige Lage in der Schweiz. Hier finden Sie noch einige Argumente, die für die Schweiz sprechen, warum das hier die Lagerung von Gold und Silber relativ sicher erscheint. Einer der Hauptargumente ist eben, dass ein Gold- und Silberverbot muss, wenn das kommen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, muss das aber erst durch eine Volksinitiative und Volksabstimmung durchgehen. Und wenn die abgelehnt wird, kann das nicht gemacht werden. Wir haben zuletzt solche Volksabstimmung hier in der Schweiz gesehen, zur Erweiterung des EU-Rechtes. Das, glaube ich, war Anfang des Jahres, wurde abgelehnt. Ich denke nicht, dass in einem Land, wo sag ich mal, fast ein Drittel der weltweiten Goldverkäufe oder geschmolzen wird, also es ist eine wirklich große wirtschaftliche Säule hier, dass die sich, sag ich mal, ihr eigenes
den eigenen Ast abschneiden, worauf sie sitzen. Also sehr unwahrscheinlich, dass eine Volksinitiative einem Verbot zustimmen würde. Aber in jedem Fall kann es nicht einfach verfügt werden, es geht nur über die Volksabstimmung. So, das ist halt wichtig. Die anderen Argumente können Sie nochmal nachlesen, dann auf der Webseite. Ich wollte es hier nochmal zusammengefasst haben. Ich finde es auch sehr interessant zu lesen. Da sind auch noch weitere Argumente drauf. Ja, rechtliche Sicherheiten. Also das Unternehmen oder deren Investition stellt keine Unternehmensbeteiligung dar, ist kein Fondsprodukt. Sie erhalten nach dem Kauf der Metalle, gehen Sie lediglich einen Lagervertrag mit dem Unternehmen ein. Haftungstechnisch können für Sie keine Gefahren erwachsen. Keine Insolvenz- und Haftungsrisiko als Kunde. Sie haften nicht für den täglichen Geschäftsbetrieb. Im Fall einer unwahrscheinlichen Insolvenz der Einkaufsgemeinschaft werden die bei uns gelagerten Metalle definitiv nicht Teil der Insolvenzmasse. Alle Metalle befinden sich nach Einlagerung in unseren Lagern in direktem Eigentum. Ja, ihr Kapital wird zu 100% in das von Ihnen gewünschte Metall investiert. Flexibilität, das hatte ich jetzt schon mal ein bisschen erzählt. Wir haben keinen Mindestkaufbetrag. Sie können Sparpläne machen. Sie können ihre Käufe aufteilen in verschiedene Edel- oder Technologiemetalle. Sie können Sparpläne mit kleineren Beträgen machen, beispielsweise für Kinder, Enkel, Patenkinder, whatever. Wöchentlich werden die Metalle gekauft. Also Sie geben sozusagen einen Kaufauftrag ab, indem Sie überweisen, was Sie kaufen wollen. Und ab einem Stichtag wird dafür gekauft. Das wird einmal die Woche gemacht. Verkäufe, Umschichtung zwischen Metall oder physischer Auslieferung ist jederzeit möglich. Ja, hier ist ein Beispiel, wie so ein Edelmetallkonto aussieht. Also es werden quasi Anteile gekauft, die in einer bestimmten Unzahl zugerechnet sind. Beispielsweise hier in dem Fall sind 17,85 Unzen Silber gekauft worden ist, was 555 Gramm Silber entspricht. Das ist sozusagen registriert. Sie können das tagesaktuell wieder verkaufen, ohne dass Sie vorab Mehrwertsteuer oder auch die hohen Aufschläge bei Silber etc. gekauft haben. Also es ist auch gleichzeitig wirklich sowas wie ein Konto, das Sie auch jederzeit nutzen können, wenn Sie Bargeld brauchen. Und gleichzeitig liegt das Edelmetall außerhalb des Bankensystems in der Schweiz. Wie Sie hier sehen, Sie können auch in kleineren Mengen einfach Step by Step die Metalle kaufen. Ja, und das ist halt aus meiner Sicht unglaublich bequem. Sie brauchen einfach in Ihrer Überweisung nur Ihre Kundennummer angeben, das Metall, das Sie kaufen wollen. Sie machen eine Überweisung fertig und automatisch wird das diesem Edelmetallkonto zugeschrieben. Dann gucken Sie hier rein, Sie sehen das und schon, sage ich mal, sind Ihre Edelmetalle außerhalb des Bankensystems und gut konvertiert. Ja, und wie gesagt, jederzeit leicht auch umtauschbar in andere Edelmetalle oder auch, Sie können sich wieder auszahlen lassen. Also ich finde, das ist ein wirklich sehr eleganter Weg. Ich werde unten in der Beschreibung des Videos einen Link reinmachen, wo Sie diese Informationen alle nochmal zusammen finden. Da können Sie auch weiter noch eine Broschüre, weiteren Informationen runterladen und finden Sie auch alle weiteren Informationen. Okay. Thema Goldaktien. Also hier spreche ich über einen Gold-Silber-Projektgenerator in British Columbia und dem Yukon. Also das Unternehmen hat 3 Projekte in British Columbia, da das RTS-Projekt mit 5.200 Hektar. Das hat schon eine nachgewiesene Ressource von 441.000 Unzen Gold, 2,5 Gramm pro Tonne, also Medium, und 12.540.000 Unzen Silber, 71,5 Gramm pro Tonne Silber, also auch Medium.
Dann noch zwei kleinere weitere Projekte, das Merit-Projekt mit 1900 Hektar, auch High-Grade-Bauergebnisse 9,5 Gramm pro Tonne oder 341 Gramm pro Tonne und dann noch ein weiteres mit 3300 Hektar. Projekte im Yukon, die noch nicht so weiterentwickelt sind, aber hier in der Nähe von Dawson City, beziehungsweise in der Nähe von King Ross Gold, das ein großer Produzent ist, High-Grade Gold. Also auch interessant. Und dann noch ein weiteres Projekt. Ja, einfach mal hier diese 440.000 Unzen angesetzt, 10 Millionen Unzen Silber, Mediumgrad. Kanada ist ein gutes Gebiet, hält keinen Abschlag. Also diese 0,75 bedeuten, weil es nicht hochgradig ist, kriegt die Formel eine minus 25%. Also ich verrechne ja den Potentialfaktor, indem ich die Marktkapitalisierung ins Verhältnis setze mit der Anzahl der Ressourcen, dem Länderrisiko und dem Grad des Goldes. Und da kommen wir auf einen theoretischen Potentialfaktor von 82. Das wiederum bedeutet, beim nächsten großen Goldaktien-Spike, also der vielleicht bei 2400, 2500, 2600 Gold sein wird, hat diese Aktie das theoretische Potenzial dadurch, um das 82-ache zu steigen. Also von jetzt 9 Cent auf knapp $7. Das ist ein reiner theoretischer Potentialfaktor, damit wir diese Goldaktien, das Potenzial der Goldaktien irgendwie bewerten und vergleichen können. Das ist keine Aussage, dass das irgendwie das erreicht. Aber trotzdem haben wir ungefähre Vorstellungen, was in diesen Projekten schlummern könnte, wenn das Großkapital diese immer noch super niedrig bewerteten Projekte aufkauft oder auch die Produzenten das aufkaufen, weil die haben eigentlich keinen Nachschub mehr. Sie brauchen das Material für den Exportationsprojekten und werden sich daran beteiligen, dass alles das Geld wird in diese Projekte fließen und hoffentlich diese Bewertung erreichen. Ja. Ja, 1000-Becker-Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu rechnen, das Risiko zu identifizieren. Ist es moderat, ist es hoch, ist es Gamble? Dann haben wir auch noch eine Exit-Strategie, die eine Auflistung von Aktien darstellt. Was kauft man, wenn wir eine Euphorie am Silber- und Goldaktienmarkt kaufen? In welche alternativen Aktien kann man dann gehen? Also das dürften dann normale Standardaktien etc. haben. Einfach nur, damit sie ein Konzept haben, um dann umsteigen zu können. Ja, dann einige Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, welchem Broker in der Schweiz. Ja, Charts zu GDX, GDXJ können Sie nachschalten, einige Informationen noch zu Goldaktien an sich. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.